Guten Tag, ich begrüße Sie. Mein Name ist Jochen Tenwig und ich möchte Ihnen heute die Welt der Betrugsabwehr im Gesundheitswesen näher bringen. Folgen Sie mir also bei der Vorstellung, was Detection und Bionic Processing für Sie bedeuten kann. Lassen Sie mich beginnen mit einem Video aus Karate Kid. Das mag Sie überraschen, aber ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. A man who catch a fly with chopstick can accomplish anything. Die Frage ist für mich, fühlen Sie sich auch manchmal so? Sie haben ein klares Ziel, Sie sind erfahren, Sie sind geschickt, Sie scheuen auch keine Anstrengung und Sie nutzen ein universelles Werkzeug. Und manchmal, ja, zugegebenermaßen sind Sie auch allein. Und die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, ist, fühlen Sie sich manchmal so auch, wenn es um die Betrugsabwehr geht? Weil auch da ist es so, Sie haben ein klares Ziel, Sie wollen Versicherungsbetrüger dingfest machen. Sie sind erfahren und wissen genau, was Sie tun müssen. Sie sind geschickt und Sie tun, was immer Sie tun können. Sie scheuen keine Anstrengung und übrigens, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen, weil Betrug hat es immer gegeben, wird es immer geben und Sie werden nie arbeitslos. Sie nutzen ein universelles Werkzeug, das ist schön, aber um erfolgreich zu sein, braucht es nach meiner Auffassung Besseres. Und Sie sind allein und das liegt einfach daran, dass die Betrugsabwehr in der Regel zu wenig Personal hat. Wenn Sie sich also so fühlen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Warum? Das will ich Ihnen jetzt in den nächsten ungefähr 20 Minuten erläutern. Wer sind wir? Wir, das ist auf der einen Seite die Global Sight, die brauche ich Ihnen heute wahrlich nicht mehr vorzustellen. Das ist die Notrix und gemeinsam sind wir Global Sight und Notrix, mit anderen Worten das Beste von zwei Spezialisten mit Maschinenraumerfahrung. Wir decken das komplette Spektrum ab, von der Technologie bis hin zum fachlichen Know-how und dem Doing. Und wir haben ein Lösungsangebot, das Ihre Druckpunkte bei der Betrugsabwehr wirklich ernsthaft und nachhaltig adressiert. Kurz zusammengefasst, Technologie und Betrugsexpertise ergibt Erfolg hoch 2. Ja, was bieten wir genau? Da ist natürlich zunächst einmal das Global Sight Detection Tool. Das ist ein professionelles Mehrwerttool mit der bewährt hohen Qualität, die Sie von Global Sight gewohnt sind. Und es hat mindestens 6 Updates im Jahr und das hat auch seinen guten Grund, weil Betrug entwickelt sich weiter und manchmal schneller als man glaubt. Und deswegen macht es ganz viel Sinn, unterjährig mehrere Releases zu haben, mit denen man auf solche Entwicklungen auch reagieren kann. Es gibt einen geringen Installationsaufwand, also das ist jetzt kein mehrjähriges Projekt, um sowas zu installieren. Und die Sicherheit, die Sie haben werden, ist die einer On-Premise-Installation, aber wenn Sie wünschen, kann es natürlich auch in der Cloud für Sie installiert werden. Und das Ganze ist auch unabhängig von der Zabas Produktfamilie nutzbar. Und sodass also selbst die unter Ihnen sind und aus welchen Gründen auch immer noch immer keine Zavas-Komponenten nutzen, könnten zumindest die Global Sight Detection Komponente und das Global Sight Detection Tool nutzen. Ja, und dann gibt es neben dem Auto und dem Ferrari natürlich auch einen Fahrer und der Fahrer, das sind Sie. Und der beste Fahrer kann allerdings nicht schnelle Runden fahren und ein Rennen gewinnen, wenn er selbst auch noch die Reifen wechseln muss und das Auto betanken muss während des Rennens. Und dafür gibt es ein Boxenteam. Und dieses Boxenteam, das ist das Team von Notrix, das Sie mit Bionic Processing unterstützt. Wir sichern für Sie als Fahrer einen optimalen Support, bieten Ihnen zusätzliches Dubiosabwehr-Know-how und tunen Ihren Ferrari, das heißt die Detection, für die optimalen Ergebnisse, die Sie erzielen möchten. Und gleichzeitig liefern wir Ihnen zusätzliche Kapazität für die Betrugsabwehr in der Breite, also nicht nur für den einmal in 10 Jahren vorkommenden Fall, sondern für all die Betrüger, die Sie erwischen möchten, die so im Tagesgeschäft ansonsten untergehen. Und wir bereiten Ihnen das gerichtsfest und professionell auf und Sie haben eine hohe Sicherheit, was das Thema Datenschutz anbelangt, dadurch, dass wir nämlich auf einen Datentransfer verzichten. Die Daten bleiben im Haus bei Ihnen und Sie verlassen Ihr Haus auch nicht.
Was hat das Tool Global Site Detection nun für kleinere Features, auf die ich Sie noch aufmerksam machen möchte? Zunächst einmal, es gibt dort 23 Betrugsmuster, die heute schon installiert sind. Das heißt, die beschreiben Szenarien, die betrugsauffällige Schäden ausweisen und die können Sie vom ersten Tag an nutzen. Das Zweite ist, Sie haben eine moderne grafische Benutzeroberfläche, die eben auch intuitiv nutzbar ist. Also da muss man nicht lange schulen, sondern das kann man eigentlich mehr oder minder gleich nutzen. Es gibt umfassende Selektions- und Filtermöglichkeiten, sodass Sie entsprechend Ihren Prioritäten das entsprechend filtern können und die Fälle, die Sie besonders interessieren, nach oben bringen können oder eben auch andere Dinge ausblenden können, die Sie in der jeweiligen Phase erstmal nicht interessieren. Die Trefferlisten sind beliebig sortierbar. Und es gibt eine integrierte Anzeige der selektierten Belege. Das ist ganz besonders schön eigentlich, weil man dann, wenn man Treffer hat, nicht wieder zurück ins Dokumentenmanagementsystem oder ins Leistungssystem muss, um dann seine entsprechenden Dokumente, Bilder und so weiter anzuschauen, sondern das finden Sie gleich im Cerberus Detection Tool und dann können Sie die Belege nebeneinander stellen und miteinander vergleichen und dann die Auffälligkeiten rein optischer Art schon feststellen. Sie wissen alle, dass das Input-Management Daten extrahiert, und zwar für die Leistungsbearbeitung. Diese Daten sind für die Betrugsabwehr manchmal nicht ausreichend. Weil eben für die Leistungsbearbeitung nicht erforderlich, werden sie nicht selektiert und deswegen hat das Cerberus Detection Tool auch eine Dateneinreicherung mit nachgelagerter OCR. An der haben wir jetzt gerade nochmal gearbeitet. Die wird im Moment nochmal sozusagen getuned, sodass es noch bessere Ergebnisse gibt. Aber die reichert den Datenschatz an, sodass die Regeln, die entsprechende Informationen brauchen, auch überhaupt gefüttert werden können. Das Ganze ist, wie gesagt, ohne die Cerberus-Familie nutzbar. Schön ist natürlich, wenn Sie sie haben, aber wenn Sie sie noch nicht haben, dann würde es auch erstmal ohne gehen. Und es ist ein geringer Implementierungsaufwand erforderlich. Und dann gibt es die zweite Komponente und das ist das Bionic Processing. Und dessen Ablauf möchte ich Ihnen gerne kurz noch vorstellen. Zum einen ist es so, Sie als Versicherer bleiben natürlich immer im Driver Seat. Sie sind derjenige, der die Aufsicht hat, der die Zielvorgaben macht, der die Abstimmung und für Abstimmung und Rückfragen zur Verfügung steht, weil wir machen nichts, was Sie nicht wünschen. Und wir machen nichts eigenmächtig, was Sie sonst so nicht getan hätten. Wie helfen wir Ihnen jetzt konkret? Zunächst einmal, wir wollen Treffer generieren. Und dafür muss man laufende Datenabzüge machen und man muss die Suchstrategie mit ihren gebührenrechtlichen Regeln abstimmen und auf aktuelle Entwicklungen auch im Betrugsgeschehen reagieren. Und deswegen muss man das laufend aktualisieren und laufend entsprechend ausrichten. Gleichzeitig möchte man natürlich auch sozusagen Suchläufe durchführen, und zwar auf Basis des Spezial-Know-hows, das wir haben. Und da wir so viele Suchläufe schon gemacht haben, geht das besser, schneller, einfacher, zielgenauer, als das, wenn man das vielleicht nur gelegentlich macht. Wir sichten große Treffermengen, weil wenn Sie Betrug in der Breite bekämpfen wollen und möglichst viele Betrüger dingfest machen wollen, dann müssen Sie sich auch möglichst viele Treffer anschauen. Und zwar Treffermengen, die Sie im laufenden Tagesgeschäft möglicherweise gar nicht alleine bewerkstelligen können. Da helfen wir Ihnen gerne. Wir schärfen die Regeln nach, kalibrieren sie neu, wenn sie sich als nicht sauber treffsicher erweisen, sodass die Ergebnisse optimiert sind. Und natürlich steckt dahinter auch eine Qualitätssicherung, um das sauber zu dokumentieren, damit man nicht sozusagen im Heuhaufen stochert, sondern sehr gezielt die Dinge angehen kann. Controlling und Reporting ist natürlich klar, weil wenn Sie etwas wissen möchten, was wir getan haben, wie wir es getan haben, dann stehen wir natürlich auch mit entsprechendem Controlling und Reporting Rede und Antwort. Wenn wir nun die Treffer haben, dann müssen diese Treffer validiert werden. Wir müssen also schauen, sind diese Treffer echte Treffer oder sind irgendwelche Dinge bei den Treffern so, dass sie false positive sind und die man leicht erkennen kann. Beispielsweise, wenn aufgrund einer schlechten Aufnahme eines Beleges mit einer Knickfalte eine 6 für eine 8 ausgelesen wird. Kein Treffer, obwohl vielleicht die PZN, weil die eben sozusagen so gar nicht existiert, erstmal auffällig ist. Oder aber es sind inhaltliche Abgleichungen notwendig mit anderen Daten, die ausgelesen wurden beziehungsweise oder falsch ausgelesen wurden, wie beispielsweise Verordnungsdatum und Bezugsdatum bei Medikamenten.
wird häufig verwechselt, weil die Belege relativ komplex sind. Also ist falscher Alarm und deswegen muss das aussortiert werden. Wir machen dann eins, wir dokumentieren die Leistungshistorie des Kunden. Wenn wir nämlich einen ersten Anfangsverdacht haben, nachdem wir die Treffer validiert haben, dann möchten wir natürlich auch wissen, wer steckt dahinter. Und dann gucken wir uns die Leistungshistorie des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person an und schätzen dann sozusagen das Dubiospotenzial ein. Weil manchmal ist es kleiner, manchmal ist es größer. Und je nachdem, welche Prioritäten Sie haben oder wie viel Zeit Sie haben, möchten Sie natürlich sich vielleicht auf die größeren Fälle konzentrieren und nicht die kleinen machen. Wir würden Ihnen immer empfehlen, alle zu machen, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und dann erstellen wir Ihnen eine sogenannte Triage-Vorlage, mit der Sie entscheiden können oder auf deren Basis Sie entscheiden können, wie es weitergehen soll. Wir machen Ihnen dafür Vorschläge, was wir als nächsten Schritt für geeignet halten, aber Sie müssen entscheiden. Und das ist dann wieder der Abgabepunkt an Sie. Sie kriegen diese Fallvorlage, Sie entscheiden darüber, wie es weitergeht. Und ein Punkt beispielsweise könnte sein, dass wir eine Leistungserbringeranfrage für Sie machen. Wenn wir dann den Verdacht erhärtet haben, weil die Leistungserbringeranfrage ergeben hat, dass es tatsächlich sich um einen Betrug handelt, dann erstellen wir Ihnen eine sogenannte Sanktionsvorlage und eine vollständige Falldokumentation. Die kann durchaus auch schon mal 50 oder 60 Seiten sein, weil sie enthält alles das, was eine Staatsanwaltschaft von Ihnen sowieso bekommen möchte. Und das haben Sie dann alles in einem Dokument schon fertig, weil ansonsten müssten Sie das alles mühsam aus Ihren einzelnen Systemen raussuchen und eigentlich ist das für Sie ja eine vertane Zeit, weil der Fall ist für Sie gedanklich nachher dann schon erledigt und Sie müssen sozusagen als Handlanger der Staatsanwaltschaft Dokumente zusammensuchen. Das haben wir für Sie dann bereits erledigt und Sie können das Dokument nehmen und haben eine minutiöse Dokumentation auch der Dinge, die wir für Sie getan haben. Wenn Sie wollen, erstellen wir Ihnen auch eine Kündigungsvorlage oder eine Kündigungsschreiben, eine Rückforderungsschreiben, eine Strafanzeige nach Ihren Mustern, die Sie heute schon im Einsatz haben. Oder wenn Sie möchten, dass wir Ihnen ein neues Muster machen, machen wir Ihnen natürlich gerne auch ein neues Muster. Und dann bekommen Sie die Sanktionsvorlage und Sie entscheiden. Sie entscheiden nämlich darüber, ob Sie jetzt schon eine Sanktion treffen können oder ob Sie vielleicht noch weitere qualifizierte Betrugsabwehrmaßnahmen ergreifen müssen, weil nicht jedes Betrugsschema ist damit erledigt. Manchmal gibt es auch zusätzliche Ermittlungstätigkeiten, die noch notwendig sind. Und das sind die qualifizierten Tätigkeiten, die wir bei Ihnen grundsätzlich sehen. Wir können Sie gerne dabei unterstützen, aber das ist eigentlich das, was eine qualifizierte Betrugsabwehr ausmacht. Und da glauben wir, dass Sie einfach in Ihren Häusern auch die entsprechenden Expertisen haben. Aber wie gesagt, gerne unterstützen wir Sie auch dabei. Ja, und dann geht es um Kündigung, Rückforderung. Und das ist sozusagen der schönere Part, die interne Abstimmung, Vorstandsvorlage machen, wenn Vorstandsentscheidung notwendig ist für die Kündigung, die Korrespondenz mit der versicherten Person zu führen, Korrespondenz mit der Staatsanwaltschaft zu führen, das Inkasso vorzunehmen. Das sind alles die Dinge, die dann anschließend den Erfolg ausmachen, den Sie für sich in Anspruch nehmen können. Unser Beitrag dazu ist die optimale Selektion, die Filterung der umfangreichen Trefferlisten, die Entlastung Ihrer eigenen Betrugsabwehr von Routineaufgaben, die nicht wirklich wertschöpfend sind. Wir sichern damit einen optimalen Einsatz Ihrer VU-eigenen Betrugsabwehr und wir steigern die Abwehrerfolge und vor allem Sie erzielen höhere Betrugseinsparungen als vorher. So. Alles, was mit Betrug zu tun hat, hat auch mit Datenschutz zu tun. Und das brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu sagen. Die Diskussionen sind immer besonders erquicklich. Und deswegen schreiben wir Datenschutz groß. Das Bionic Processing Setup findet in der geschützten IT-Umgebung Ihres Unternehmens statt. Wir haben präzise beschriebene Operating Procedures und wissen also immer, welcher Schritt wird wann wie gemacht. Und wir weichen auch davon nicht ab, weil diese Standard Operating Procedures sind mit Ihnen vereinbart. Unsere Analysten arbeiten mit einem sogenannten VU Homeoffice oder externen Zugang, weil wir arbeiten ja mit dem Detection Tool, das bei Ihnen auf Ihrer Plattform installiert ist. Und wir arbeiten natürlich zu Auskunftszwecken auch mit Ihrem Leistungssystem. Und das tun wir genau wie Ihre Mitarbeiter, die Sie von zu Hause aus zugreifen lassen, weil die Homeoffice-Tage haben, machen wir das mit unseren eigenen Mitarbeitern dann auch so. Aber unsere Mitarbeiter sind nicht im Homeoffice, sondern sie sind im Notrix-Büro, weil wir möchten einfach, dass nicht in irgendwelchen von uns nicht mehr kontrollierbaren Räumlichkeiten
betrugssensible Daten oder aber auch sensible Gesundheitsdaten bearbeitet werden. Und deswegen sind die Mitarbeiter bei uns im Büro, die geben beispielsweise auch ihre Handys ab während der Arbeit. Also da findet sozusagen ein relativ hoher Sicherheitsstandard statt. Andere Dinge, beispielsweise kein Datentransfer, hatte ich bereits erwähnt. Wir haben eine datenschutzneutrale Leistungserbringeranfrage, wo wir eben keine personenbezogenen Daten und auch keine geschützten Daten mit dem Leistungserbringer austauschen. Wir haben eine Auftragsdatenverarbeitung, dazu haben wir auch ein Rechtsgutachten, falls Sie dann Interesse haben, das mal zu sehen, dass das tatsächlich eine Auftragsdatenverarbeitung ist und damit ohne Einwilligung einer versicherten Person möglich ist, weil es einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand gibt. Und die vertraglichen Regelungen sind die Standardverträge, die die Datenschutzbehörden, Landesdatenschutzbehörden vorschlagen, und wir nehmen einfach diese Standards, weil die sind dann auch bei ihren Datenschutzbeauftragten beliebt, weil geprüft. Und zusätzlich verlangen wir von unseren eigenen Mitarbeitern neben der normalen Verschwiegenheits- und Geheimnisschutzerklärung auch noch eine Erklärung ab, die der Erklärung entspricht, die beispielsweise Beamte abgeben müssen nach dem Verpflichtungsgesetz. Also ein relativ hoher Standard, was die Geheimhaltung und die Verschwiegenheit anbelangt. Unser Angebot für Sie heute, das ist ganz einfach. Wir schlagen Ihnen vor und wir bieten Ihnen an, uns einfach auszuprobieren. Ein Pilot mit rein erfolgsabhängiger Vergütung ist unser Angebot an Sie. Die Voraussetzungen dafür sind gering und vielleicht sogar geringer, als Sie erwartet haben. Zum einen, die Installation von Global Site Detection ist einfach und erfordert als Referenzwert etwa 1 bis 3 Personentage auf Ihrer Seite. Wenn Sie ein Image-System haben, das super exotisch ist, dann müssen wir da nochmal reingucken. Ansonsten ist auch da ein gewisser Standard vorhanden, sodass der Anschluss des Image-Systems, damit Sie eben die Bilder auch im Zabas Detection oder in der Detection sozusagen sehen, vorhanden sind. Notfalls geht es aber auch ohne. Das muss nicht zwingend sein. Wir brauchen keinerlei Training von irgendwelchen Modellen oder sonstigen Dingen. Wir sind also sofort startklar mit den Regeln. Und optimal ist es natürlich, wenn Sie schon Zabas Regelwerke mit historischen Daten gespeichert haben. Und wenn das aber nicht der Fall ist, weil Sie aus Gründen der Datensparsamkeit Daten viel früher löschen oder gar nicht abgespeichert haben, dann kann man einen Datenabzug machen und einen Zugriff von Detection auf diesen Datenabzug gewährleisten über einen Standardimport. Und das Bionic Processing ist bereits operativ bewährt. Sie sind seit über einem halben Jahr bei einem Versicherer intensiv unterwegs. Also Kinderkrankheiten haben wir schon alle überwunden. Der Pilot ist für Sie kostenlos. Kostenlos, nämlich weil wir haben einen Prozessablauf, der ist beschrieben. Sie entscheiden über die Kündigungen, Sie erzielen den Rückholwert, Sie verhindern den künftigen Betrug durch die entlarvten Betrüger. Und es gibt eine Erfolgsvergütung nur dann, wenn auch ein Erfolg da ist. Ja, die richtet sich nach dem Schaden, den der Betrüger angerichtet hat im letzten oder vorletzten Jahr. Und die Einzelheiten kann ich Ihnen heute hier nicht vorstellen, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich kann Ihnen heute schon versichern, dass weit über 80% der wirtschaftlichen Vorteile aus der Betrugsabwehr beim jeweiligen Versicherungsunternehmen verbleiben. Also das ist aus unserer Sicht eine sehr faire Aufteilung. Fazit: Sie können schon kurzfristig ein neues Level der Dubiosabwehr erreichen. Alles, was Sie brauchen, sind 2 Dinge. Erstens Global Site Detection und zweitens Notrix Bionic Processing. Um mit dem Pilotbetrieb starten zu können, bedarf es keines langen Vorlaufs oder Investments. Ich habe es Ihnen gesagt, das 1 bis 3 Personentage Installationsaufwand ist nicht wirklich viel, ist auch kein Großprojekt. Es fallen keine Detection-Lizenzgebühren im Pilotbetrieb an, das ist for free. Bionic Processing, weil eben personalbezogene Dienstleistungen dahinter sind, wird nur berechnet, wenn auch tatsächlich ein Erfolg da ist. Und über den entscheiden Sie letztlich. Wenn Sie sagen, das ist zwar ein Betrüger, aber den will ich trotzdem nicht kündigen und lieber im Bestand behalten, dann zahlen Sie auch nichts. Ich glaube zwar, das werden Sie nicht tun, aber Sie sind derjenige, der darüber entscheidet. Sie erzielen deswegen zusätzliche und höhere Betrugseinsparungen, und zwar ohne, dass Sie zusätzliches Personal anbauen müssen. Sie gehen keinerlei Verpflichtung für die Zeit nach dem Pilotbetrieb ein. Wenn Sie am Ende sagen, war nett, aber
wir wollen nicht weitermachen, dann ist das halt so, dann bauen wir Zabas Detection wieder ab und hören einfach auf. Wenn Sie sagen, es geht weiter, dann können wir nahtlos weitermachen. Also da ist dann noch nicht mal mehr ein Schalter umzulegen, das geht dann sofort weiter. Also mit anderen Worten, es gibt nichts zu verlieren, sondern eigentlich nur für Sie zu gewinnen. Und die einzige Frage, die noch übrig bleibt, ist, warum zögern Sie eigentlich? Sie können ja weiter ich habe Ihnen hier mal ein Bild sozusagen eines Formel-1-Rennwagens, das ist der Haas-Stall, gemacht. Schickes Auto, aber ein Einzelkämpfer. Die haben kein großes Team, die sind sehr kostenorientiert, was so die Investments in das Rennauto anbelangt. Und die erzielen tatsächlich auch Platzierungen, aber meistens hinten. Damit kann man auch Formel 1 fahren. Aber wir glauben, dass es einfach besser ist, umzusteigen von dem Einzelkämpferfahrzeug auf ein Ferrari mit einem professionellen Boxenteam, das Sie unterstützt als Fahrer, damit wir nämlich dann anschließend gemeinsame Erfolge erzielen können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn wir uns möglichst bald wiedersehen. Nämlich das bedeutet, dass Sie sich entschieden haben, Betrugsabwehr auf einem neuen Niveau zu betreiben und wir Ihnen helfen können, möglichst viele Betrugssavings einzufangen. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie weitere Informationen wünschen, erreichen Sie mich unter den entsprechenden Kontaktdaten, die eingeblendet sind. Und nochmal vielen Dank und auf gute Zusammenarbeit. Dankeschön.